Hallo liebe Buschkraftfreunde, ich bin hier in der Nähe von Davos, ca. 2000 Meter über Meer, und ich betreue ein Winterlager für Kinder und Jugendliche. Ein Projekt in dieser Woche ist es, mit den Kindern ein Iglu zu bauen. Ich selber habe schon 3 oder 4 Mal selber ein Iglu gebaut und ich habe das Projekt jedes Mal grauenhaft unterschätzt. Ich habe die Zeit unterschätzt, ich habe die körperliche Anstrengung unterschätzt, ich habe die Größe des Iglus unterschätzt und ich habe den Schwierigkeitsgrad unterschätzt, ein Iglu zu bauen. Ein wirklich gutes Iglu zu bauen ist richtig anspruchsvoll. Und wenn ich jetzt mit Kindern ein Iglu bauen möchte, dann bin ich mir bewusst, dass ich eine ganz einfache Bauart wählen muss. Die herkömmliche Bauart mit der Spirale, mit der Steigung, die bedingt, dass die Klötze sehr exakt gesägt werden. Und das ist mit so einer Fuchsschwanzsäge für Holz, die so flexibel ist, im harten Schnee, das ist fast nicht möglich. Darum werde ich auf die Steigung verzichten und werde einfach Reihe für Reihe aufbauen. Dafür werde ich die Klötze an den Berührungspunkten mit einem Schnee-Wasser-Gemisch kleben, und weil es jetzt so kalt ist, vereist dieser Matsch in wenigen Minuten und man hat eine bombenfeste Verbindung zwischen den Klötzen. Da kann man wirklich auch extreme Neigungen verbauen und das hält nach wenigen Minuten perfekt. Ich werde die Klötze auch nicht genau anpassen, sondern nur grob sägen, und wenn da zwischen den Wandungen ein Zwischenraum entsteht oder wenn die Klötze verschieden hoch sind, das ist egal, das korrigiere ich gar nicht, sondern ich pappe einfach die Klötze aufeinander, bis ich ein Iglu habe, und die Löcher, die stopfe ich dann, wenn das Iglu fertig ist. So spart man sehr viel Zeit und es ist einfacher, mit dieser Methode ein Iglu zu bauen. Diese Methode bedingt aber, dass man in der Nähe einen Wasseranschluss hat oder einen Bach. Wir haben das Glück, dass wir dort unten einen Bach haben, und so können wir unseren Matsch anrühren. Mit dieser Methode gewinnt man natürlich keinen Iglu-Schönheitspreis, aber es ist dafür umso einfacher. Ihr fragt euch jetzt sicher, wo denn all die Kinder sind. Felix hat ja gesagt, das wird ein Kinderprojekt. Ehrlich gesagt ist es so, dass es auch für mich gar nicht einfach ist, die Kinder für Outdoor-Projekte zu begeistern. Und ich habe mir angewöhnt, einfach vorauszugehen und selber zu beginnen. Dann werden die Kinder neugierig, und in der Regel dauert es dann nicht lange, bis sie auch mithelfen wollen. Aber sie müssen sehen, dass etwas entsteht. Ich werde jetzt einen Steinbruch suchen, wo ich die Klötze aussäge. Ich schaue darauf, dass es ein möglichst steiles Board ist, denn es ist ratsam, die Klötze stehend auszusägen, damit sie sich besser lösen können. Es ist natürlich auch ratsam, den Bauplatz möglichst nahe beim Steinbruch zu haben, weil sonst muss man die Klötze weit transportieren. Ich werde jetzt ein geeignetes Plätzchen suchen und werde mit dem Skistock den Durchmesser des Iglus einzeichnen. Ich empfehle für ein Anfängerprojekt etwa 2 Meter, vielleicht 2,20 Meter Durchmesser. Das ist nicht groß, aber für den ersten Iglubau genügt das. Okay, genug geschwatzt, jetzt wird gearbeitet. Viel Spaß beim Zusehen.
noch von außen. Da ist rund. Ja gut, aber gell, es liegt auch im Hang, das nicht angesehen. Wenn sie in der Fläche wäre, dann wäre da wahrscheinlich auch ein bisschen runterkommen. Ohne Punzeln. Alle am Händen. Ja, wenn es mal Licht gibt, dann muss man es ausnutzen. Oh ja. Felix, was machst du? Kann man über sein Raclette rausziehen? Dass man sieht, dass es nicht Türen ist. Felix. Geile Idee. Merci, gell? Bitte. Was wir da machen können.